Heute fangen wir ohne Vorspiel an mit 570 Gramm Maiskörner und ein Viertel davon hebe ich zur Seite für später auf. Den Rest, also ungefähr 430 Gramm, gebe ich einfach in den Mixer. Für unsere unglaublich leckere Maissuppe brauchen wir auch ungefähr einen halben Liter Hähnchenbrühe. Je nachdem wie eilig du es hast, kannst du Pulver nehmen oder natürlich die Brühe selbst machen. Anschließend kannst du den Mixer anschmeißen, bis eine cremige, gleichmäßige Konsistenz entsteht. Danach hacke ich eine halbe Zwiebel und eine Knoblauchzehe klein und hier versuche ich alles so klein wie möglich zu schneiden. Alternativ kannst du eine Reibe verwenden, um alles fein zu reiben, aber ich schneide lieber alles mit dem Messer klein. Anschließend stellst du einen Topf auf mittlere Hitze und lässt 3 Esslöffel Butter darin schmelzen. Sobald die Butter geschmolzen ist, kannst du die Zwiebeln und Knoblauch klassisch andünsten und als nächstes kommt einen Esslöffel Weizenmehl dazu. Wenn du die Suppe mit frischem Mais zubereitest, brauchst du das Mehl nicht dazu zu geben. Hier würdest du eher die restlichen Maiskörner auch dazu beimischen und mit andünsten. Aber bei der Zubereitung mit Dosenmais einfach das Mehl gut einrühren und nach etwa 2 Minuten kannst du alles aus dem Mixer in die Pfanne gießen. Hiernach kannst du die restlichen Maiskörner ebenfalls hinzufügen. Jetzt warten wir erstmals ein bisschen, bis die Flüssigkeit anfängt zu köcheln und in der Zwischenzeit hast du genug Zeit, um mich mit einem Like zu unterstützen. Wenn die Maissuppe anfängt zu blubbern, gebe ich eine Packung Kondensmilch dazu und schmecke mit Salz und weißem Pfeffer ab. Ab diesem Zeitpunkt ist es extrem wichtig, in der Nähe des Herds zu bleiben, um die Maissuppe regelmäßig zu rühren, damit nichts am Boden ansetzt. Nach ungefähr 15 bis 20 Minuten sollte die Konsistenz in etwa so aussehen. Wenn es bei dir nicht der Fall ist, kannst du einfach ein bisschen Maisstärke beimischen. Ich zeige dir 2 Arten, wie du diese unglaublich schmackhafte Suppe servieren kannst. Wie sie in Mexiko serviert wird und eine etwas unaufwendigere Art. Für einen einfachen Serviervorschlag kannst du einfach ein bisschen Feta-Käse in der Mitte des Tellers zerbröseln, die Suppe in den Teller geben und ein bisschen Grünzeug drüber streuen. Die Käsenote harmoniert grandios mit der Maiscreme und macht die Geschmackskombi viel interessanter. In Mexiko wird aber öfters dazu Poblano Chili beigemischt. Der Poblano Chili hat eine wirklich kaum spürbare Schärfe, aber dafür ein sehr interessantes, fruchtiges, erdig-süßliches Aroma. Saisonal kann man frische Poblano Chilis in Deutschland bekommen, aber ich koche hier mit welchen aus der Dose, die ich klein schneide und für ein paar Minuten in ein bisschen Butter andünste, damit ich sie mit dem Feta-Käse in den Teller geben kann. Was auch zu einer mexikanischen Maissuppe gehört, sind frittierte Tortillastreifen. Dafür muss man nur die Tortillas in kleinen Streifen schneiden und kurz in Öl frittieren, bis sie goldbraun werden. Hier ist es aber obligatorisch, Mais-Tortillas zu verwenden. Ich kann dir nur empfehlen, den mexikanischen Serviervorschlag zu probieren, denn die Poblano Chili und frittierte Tortillastreifen machen aus dieser Maissuppe ein unglaubliches Erlebnis. Und wenn du dich für Maisrezepte interessierst, ist die Playlist auf der linken Seite genau für dich. Da zeige ich auch, wie man Mais-Tortillas selber macht.